Ja, hallo und willkommen zurück zur Episode Nummer 3. We have to get out of here. Der Ranger das Telefon gelassen und wieso ist der weg? Also die Übergänge sind ein bisschen an den Haaren herbeigezogen manchmal, aber gut. Oder hat sie es jetzt wirklich geschafft, ihm mit ein bisschen Pfefferspray auszuschalten und dann abzuhauen? Marie's going to the surface. The outside world. Let's find a way to get up there. Cooper here. That was quite a hairbreadth escape. I think it's fair to say the girl is on Derringer's radar now. To reach the surface, she'll need to use the service elevator. To use the service elevator, she'll need a keycard. I suggest she borrow one from one of the clueless desk jockeys downstairs. Setting a destination marker for the media offices. Good luck. Ja, wie auch immer sie jetzt entkommen sein mag und warum Derringer jetzt nicht mehr hier ist, stellen wir mal alles nicht in Frage. Okay, also wir sind Level 2, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, wir können da hinten direkt rein. Dann ist der Flur, den sie angelaufen kam. Das ist aber Level 5, da komme ich eh nicht weiter. Also bleibt uns gar nichts anderes übrig, als hier oben lang zu gehen. Wen haben wir da? Bowen? David. Und Edwin Chong? Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Die bewachen den Fahrstuhl. Ist ja auch noch ein bisschen spezielle Aufgabe dann, aber erstmal brauchen wir eh die Keycard. Badges. We don't need no stinking badges. Oh wait, this is metamorphosis. You need clearance just to use the bathroom. Never mind. Blue Badges required for Surface Access. Brauche ich vielleicht ein Blue Badge, damit die mich hier nicht anmachen, wenn ich hier durch will? No more toothless headlines about board meetings and strategy seminars. Find me something that won't put our readers to sleep. Go on, get out there. A good story doesn't just waltz through the office door and into the headlines. Now, I have a tough obit to write tonight, so if you'll excuse me, I'm going to crawl inside a bottle for a few hours. Okay, wir haben sogar eine Online-Edition. Das ist ja super. Matty wieder. All is quiet on the eve of the arrival. Only hours remain, and preparations for the arrival have been taken the form of a marathon meeting inside the terminus supercomplex. The overseer today praised the hard work and doggedness of the analysts in control. Monitoring keeps us safe, the overseer muses. While other countries succumb to a slow and agonizing death spent debating the merits of digital surveillance, we thrive on the quick actions of our analytics staff. They are watchdogs of metamorphosis. They peer deeply into the darkness, sniff out danger and alert their masters to the threats at our doorstep. This is not to say there is an immediate threat, natürlich nicht. Thankfully, the snake in the grass, who bit the heels of our dear prey cults, is dead, said the overseer, speaking Daniel Sager. But he cannot be forgotten. Instead, we must study his venom, learn from it, so that we can create a suitable antidote. A suitable antidote is just what the station analysts, in conjunction with the Prisraq, intended to create. By deciphering his Dot Manifesto text, they hope to discover the root of the mental disorder which leads people to commit acts of terror. So. Oh, das kann ich sogar unlocken. Komme ich nur nicht hin.
kein Level 5 habe. Okay. Madame Prideaux. Speaker, listener, warrior, mentor. You say you were born in Marseille? That is correct. That's so interesting because I used to take holidays with my family in Cassis. Where in Marseille? In the south part, near the bay. Ah, which bay? I thought this was a puff piece, Miss said. I didn't realize asking someone where they're from was a hardball question, Miss Prideaux. Prideaux. Well, you would know, I guess. Let's move on. Oh, bezweifelst du, dass er wirklich aus Marseille ist, ja? Metamorphosis. Brilliant architect of the Precale education system, Mireille Prideaux, is never one to mince words. Also, I thought this was a puff piece, jokes the mentor, as I ask her an admittedly tough question about her design for the new school year. Fair enough, I sense the answer would be too erudite for this journalist to pass out anyway. Where are you from, I ask. Marseille, she responds, the R dripping linguously, Alter, was? Off her tongue. I am reminded of how this brave and intelligent woman arrived here in Metamorphosis from her native France. How she instantly embraced the noble structure of this superior democracy and shed her preferences for all things French. And how in only one calendar year she has managed to create a syllabus for our precals that is second to none. Our children are the best educated in the world, she says flatly. Their scores on standardized tests alone suggest they are better prepared for the challenges of our digital future than any students anywhere else. And when Metamorphosis invariably becomes the world's lone superpower, we trust they will lead a new generation to ever greater success and prosperity. Wie viele Leute haben die eigentlich, wenn die von der Nation reden? Das sind ja nicht bloß ein paar Hunderter. Oder sie verstehen unter Nation ein bisschen was anderes. A bold claim, but who is the humble journalist to argue? But she's been right about our need to shelter precals from the decadence and waste of 21st century American pop culture. Once popular music was outlawed and outside literature banned, the test scores improved by 10 points. No one, not even Louis Octavo, can argue with those results. Miss Prideaux has done a remarkable thing, the librarian muses. She has galvanized our commitment to the time-tested fundamentals of a classic education. Here's a process of addition by subtraction. Funny that he should bring up the subject of mathematics. Wieso ist das funny? Okay, da liegt ein Buch. Was wollte ich gerade noch sagen? Achso, naja gut, ich meine, wenn man halt Ablenkungen ausschaltet, sei es jetzt Popmusik oder sonst irgendwas, dann steigert natürlich das die Effizienz beim Lernen. Ne? Das sagt nicht unbedingt was gegen, also sagt nicht unbedingt was darüber aus, dass die Ablenkungen schlecht sind. Es ist halt einfach nur generell so, dass Ablenkungen halt dem Lernprozess abträglich sind, nicht wahr? Ray used a blue keycard to board that surface elevator. If I'm to get to the surface tonight, I'll need to find a keycard like hers. Blue Keycard, meinst du wahrscheinlich ein Badge? Ja? Oh, der ist hier oben am Rumschleichen, ne? Man. William. Okay, dann nehmen wir eine Distraction. Distraction, natürlich. Also eine Ablenkung. I hope they can't see me here. Es bleibt abzuwarten. Hier, da ist ein Raum, da wäre es vielleicht ganz gut mal reinzuschauen. Das könnte so ein Security-Ding sein und dann muss ich da hinten die Treppe runter.
Vielleicht lenken wir doch mal ab. Good idea. My battery was getting low. Ne. Jetzt. Oh ne, ich kann es gleich chargen, weil es voll ist. Ich dachte, die Ablenkung hätte mich jetzt Energie gekostet, aber dem war dann wohl nicht so. The arc suits are effective in protecting their wearer against taser strikes, but their Achilles heel is their lack of face protection, which makes them vulnerable to pepper spray. Das habe ich mir schon gedacht und ich habe es auch schon ausgenutzt. Was haben wir da drin? I don't have room for anything else. Na gut. Welcome to my domain. Haben wir schon wieder, To purchase new abilities. schon wieder ordentlich Kohle beisammen. Irgendeins haben sie jetzt aber weggelassen. Das sind die Routen? Ne, das ist die Transparenz. Die Routengeschichte ist jetzt weg. Naja, wie auch immer. 1200 Hammer. Radio communications. Dann bleiben sie stehen und fummeln am Funkgerät rum, oder? Locations on the map. Ich glaube, der Ping ist praktischer als das Delay. Radio communications. Das kann manchmal interessant sein. Gut, jetzt holen wir uns noch irgendwann. So soon. Aber da reicht das Geld gerade noch nicht. Wo ist er denn jetzt? Ist er wieder runtergegangen? Ist auch ein bisschen blöd, wenn die Map so rein und raus zoomt, dann sieht man, dass da ein Weg runter geht. Aber in dem statischen Ansicht hier sieht man es nicht. Das ist ein bisschen blöd, weil das manchmal dann die Lesbarkeit der Map ein bisschen reduziert. Da wieder hoch. Müssen wir gleich nochmal ablenken, ne? Obwohl ich ihn eigentlich hier gut umlaufen kann, schätze ich. Okay. Da haben wir halt Alarme. Was habe ich denn gerade so dabei? Schraubendreher und den Schlüssel und so. Das hat er mir nicht weggenommen. Mit Derringer. Ein bisschen blöd ist er auch, ne? Aber gut. Remember to silence a body scanner before sending the girl through. A simple way to avoid seeing the inside of a confinement cell. Unless that's your thing. Nicht wirklich. William Berghammer.
Da liegt noch ein Buch. Hatte ich nicht vorhin auch ein Buch gefunden? Dann war da was anderes, was sie da oben aufgehoben hatte. Checking in. Die Frage ist... Oh, da kann ich es deaktivieren. Sehr schön. I think I heard something. I'll check his pockets. I got something. I'll let Verdammt! go. I found some pepper spray. Everything looks good. Everything looks good, sagt er. Während sein Kollege in der Gaswolke steht. Also sonderlich hellsten Leuchten sind das nicht hier, die Wachen. Aber immer guten Gas dabei zu haben. It's a good thing I'm not claustrophobic. Kann man so sagen. Wobei, das geht ja noch, die sind noch ziemlich groß. This must be Terminus. It seems almost alive. This must be what the headmaster's protecting us from. Whatever it is. I don't want to wake it up. Da war mein Keycard-Reader. Okay, wir haben da links eine Sackgasse. Die anderen sind mit Keycards, die ich nicht habe. Und auf der gegenüberliegenden Seite muss ich hin. Das ist, wo wir hochgekommen sind, okay. Wieso habe ich jetzt nur noch 2 Ladedinger im Handy? Habe ich durch das Ausschalten des Alarms so viel Energie verbraucht? Jetzt gar nicht drauf geachtet. The Morning Bell newspaper. Weep says this is where they print the headmaster's lies. Ja. Do you think we'll find a keycard around here? Das ist unter anderem, wo sie die Lügen drucken. Drucken überall Lügen. Fellow citizens, it is morning in Metamorphosis. Bells are sounding, awakening us to a new dawn, a new era. For this reason, we must approach the day with fresh blood, bold thinking, and a return to the unbridled optimism for which we are now famous the world over. Our nation's paper of record, the Evening Standard, served us well in our early years. But lately it cries out for recalibration, rebranding.
We have decided on a new name. And with that new name comes a new face. I think you'll agree there is nothing standard about the woman standing next to me. And so without further ado, please welcome our new editor-in-chief of the Morning Bell, the exquisite Matilda Sade. Thank you, Headmaster. And please, call me Matty. Okay. Gehen wir mal direkt rein da und laden mal. Das Handy wieder auf. Hello, Morning Bell staff. This is Quinn Derringer. Security Mandate 714 requires the installation of a confinement room in your offices. The Prizrak need to expand their footprint in Terminus prior to the arrival. Pardon our progress this week as we take a few measurements and knock down a few walls. Please consider this a friendly merger and not a hostile takeover. Na klar. Riccardi. Giovanni. Epperson. Justin. Dear Mr. Clark, it isn't that I find the office of the fact-checker to be useless. It's just that we have a superior fact-checking resource in these ubiquitous security cameras. Regards to our superfluous position, notify me if you'd still like that job with the Prizrak. Sincerely, Maddie Sade. Ein Clark bei Prizrak. Kennen wir irgendeinen Clark bei Prizrak? Wüsste ich jetzt gerade nicht. Da läuft ja direkt einer. Der war unter meiner Kamera gerade, den habe ich gleich gesehen. Okay, da liegt ein Buch. Und da ist eine Box. Da müssen wir jetzt erstmal rein können, oder dass mich hier gleich durch die Tür einer sieht. Good idea. We can recharge here. Okay, einmal aufladen, einmal durchsuchen. My pockets are full. Okay, da irgendwo ein bisschen Gas gefunden. Okay, sonst haben wir hier nichts. Doch, da haben wir noch was. Certain Prizrak in this area of the facility arm themselves with gas grenades. The effect will knock its target unconscious. Sweet dreams. Gasgranaten, sowas habe ich nicht. Denke ich. Welcome to my domain. 725. Okay, ich glaube 1000 hat es gekostet. That's radio communications. Come back anytime. Okay. Taser habe ich und P0 habe ich. Ich würde mich erstmal da an der Ecke reinschleichen. Das ist wahrscheinlich besser, als so direkt mittig reinzugehen. Okay, dann haben wir eine Distraction. Das lassen wir mal gerade. Oh, sehe ich jetzt eigentlich die Pings auf der Map? Ja, sehr schön. Okay, hinten links muss ich hin. Sega bomb. Terrorists almost certainly planted explosives inside Metamorphosis.
That's a bloody good headline. Too bad we'll never use it. If you tell someone there's a monster under their bed, they'll check for it every night before they fall asleep. But if you tell someone there's a bomb in their wall, they'll rip the whole house apart looking for it. We're not in the business of printing the truth. We're in the business of suppressing a national panic attack. Take these printed copies up to the librarian. Let him line the bottom of his birdcage with them. Ich würde sie schon vernichten, weil sie ausgerechnet dem in die Hand zu geben, der ja sowieso schon Contraband weitergibt. Vielleicht nicht so eine clevere Idee, aber gut. Metamorphosis. No one should be surprised that depraved terrorist Daniel Sager had plans to kill hundreds, if not thousands, of citizens in Metamorphosis. Okay, es sind zumindest einige tausend, die hier leben. Scheint eine ziemlich große Anlage zu sein, wenn sie dafür so unterirdisch ist und so. But the lengths to which he tried to carry out those ends are shocking, even to the nation's top terrorism expert. A significant amount of bomb-making materials, including fertilizer, have been discovered across several of his former hiding places. Some of these partially constructed explosives were found in secret rooms within a blast radius of the Prequel's living quarters. That Sega would slaughter innocents as collateral in his desired war against the Overseers is disturbing enough. Ich glaube ja nicht, dass er die Prequels sprengen wollte. Wobei, man weiß es nicht, ganz sauber war der auch nicht mehr, der Sega. These new explosives, however, suggest he was directly targeting our children. The stench is unbearable, mutters Ensign Kyle Green as he shows a Morning Bell journalist around a discovered Sega rat hole. The thing about Sega is he lived in filth. In every sense of the word. It's hard to tell which smell is the fertilizer and which is the man's own stench. Okay. Na gut. Da haben wir eine Destruction. Vielleicht soll ich doch hier rechts lang gehen, weil hier war, glaube ich, das Buch, aber ich sehe es gerade gar nicht. Da hinten ist ein Besprechungsraum. Ist hier irgendwas von Interesse? Da liegt irgendwas. Apparently Zega's death video has disappeared. This coming from my source in the Prisrack. More likely they just didn't care for the ending, so they're doing reshoots. As you know, in this day and age, nothing's ever truly gone. Track down the unedited version. I would love to compare it to Herr Director's cut. Was auch immer da liegt, das ist wahrscheinlich nur ein Taser oder sowas sein. Es könnte natürlich auch ein Buch sein, weiß man nicht. Da haben wir einen, da haben wir einen Schraubendreher, sehr schön. Da haben wir noch mehr. I don't know which dodgy back-alley journalism school you purchased your press credentials from, Parker, but you must have caught ill the day they explained how a newspaper layout should look, if they ever explained it at all. This collage you left on my desk looks like it was slapped together by a blind child. You left no room for inserts, adverts, ears, or bleed. You know the problem with you, Parker? You're so caught up with the substance, you forget that above all, it needs to look pretty. Ja, und was macht's schöner aussehend, wenn nicht Werbung, ne? Naja, gut. Okay, oh, fuck. Das wollte ich nicht. Den wollte ich. Jetzt habe ich umsonst eine Ablenkung erzeugt, aber ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn der in der Mitte dahin geht. Colson, I've misplaced my recorded interview with the headmaster. If you would write something up. Direct quotes are fine, just make him sound smarter than me. Denkt dir was aus, damit er sich cleverer anhört als ich. Sehr schön. Dann sieht man auch direkt, was Matty so von ihm hält, hä? Vom Headmaster.
Schön, dass du mir wieder meine super Kamera durch eine Scheißkamera ersetzt hast gerade. Er geht zurück, aber leider läuft der mittlere Typ da gerade lang. Okay. I'll be taking this. Batterien! Warte mal. Oh, verdammt. Der andere Dödel ist ja da gekommen. McDonald. Mark McDonald. Mark McDonald hat eine Farm. Hiai. Ja, jo. Der darf mich aber auch nicht sehen da oben. Der unten darf mich aber auch nicht sehen. Schnappen wir uns mal das Buch. I'll hold on to this. There are challenges that improve ability, and those that merely prove a person inadequate for the task at hand. By leagues, Ulysses fits the latter category so well, it damn near creates it. It's nonsense without order. Joyce leaves postmodernism unmuzzled, worse than doggerel. To what end should we let our citizens waste the state's energy on this prattle? They squander their imagination decoding nonsense, while their work ethic grows brittle and raw. Tja, Ulysses habe ich auch nicht gelesen. Dann ist es aber doch das Buch, was ich vorhin schon gefunden hatte, was hier aber dann irgendwie noch nicht angezeigt war oder nur nicht als neu markiert war. Bad government fosters juvenile delinquency. And A Clockwork Orange pays tribute to it. Little Alex must learn on his own not to beat his elders with a cane. But good government has no patience for individual moral improvement, particularly now that Alex can hide behind the moniker Anonymous. The last thing we need are children free to cavort without oversight. The Republique carves up anonymity to sculpt the moral soul. Na, was du nicht sagst. Hab ich irgendeinen bestohlen vorhin? Skull. So. Okay. Aber über dieses halbhohe Ding drübersteigen kann sie nicht, ne? Das ist ja auch ein bisschen unwahrscheinlich, aber gut. Let's go for this deal. Nice. So eine sinnlose Diskette. Da. FTL, naja gut. War jetzt auch nicht sonderlich gut. Okay. Kann ich jetzt eigentlich hier direkt in den Besprechungsraum schon mal rein? Da lag ja auch irgendwas. A cassette. In den Büschen eine Kassette, okay. Vielleicht noch einen Schraubendreher mitnehmen? Jawohl. This should come in handy. Mit Sicherheit. Ach, gucke mal, wer pennt denn da? Hi, Matty? you've reached Matty Sade at the morning bell. Please leave a message. Hello?
Your stupid machine is on. No, I'm stopping it. Hold on. There we go. Mireille, how are you, darling? Die nimmt immer alles auf. Not well, I guess. I just spent the last hour getting slapped down by the headmaster because you thought it would be cute to create some pointless controversy around my drinking habits. Ach, das mit der Weinflasche. Stupid. Phony. Phony? Well, if that isn't richer than the royal family. You're the phony, Mireille. You with your bogus name and manufactured accent. I am curious. How exactly did you manage to cultivate such a lovely and exotic French patois growing up in Blacksburg, Virginia? Miss Prideaux? Oh, aber sie hat's rausgekriegt. Should I call you Miss Said. Zumindest If you kann sie want was. me to drop the issue, then you'd better drop the act. Ask me why I haven't shared that with the headmaster. What's the matter, darling? Cat got your tongue? Another word about this and I swear to God I will end you. Matty Goebbels hier, ha? Kann man der ihren Drink vergiften? Das ist tatsächlich Matty Said. Aber zumindest muss man ihr zugutehalten, dass sie zumindest was von ihrem journalistischen Job versteht, dass sie es rausgekriegt hat, ne? Dass sie natürlich ihre Talente jetzt hier dem Headmaster an den Hintern bläst. Das ist ein anderes Thema. Rubbish! Every last word of it. This isn't how I thought I'd spend the eve of the arrival. Oh, Signor Octavo. I am so sorry. Wieso findet sie das schade, wenn sie hier so voll... I must come to terms with the fact that I'm at least partially responsible for your death. Ach, was du nie sagst. And now I sit here, adding insult to injury, writing more lies on the wall of your coffin. Jetzt hat sie plötzlich Skrupel, oder was? I'm done. I've ruined enough lives. I refuse to taint their afterlives too. Ich meine, nachdem die hier so voll auf der Propagandaschiene ist, ist es schon ein bisschen unglaubwürdig, dass sie sich jetzt plötzlich wegen Octavio hier Vorwürfe machen sollte, ne? Die andere Frage ist natürlich, warum Mireille eine falsche Identität hat. Ist die auch eingeschleust als Agent oder so? Das würde zumindest erklären, warum sie Hope, als sie gekriegt hat am Ende der ersten Episode, nicht direkt irgendwie ausgeliefert hat an Prisrack. Also vielleicht noch irgendwelche Infos haben wollte oder was auch immer sie da besprechen wollte. Wobei, ja, so wirklich Anti-Headmaster eingestellt war sie da auch nicht. Harold, are you sending me secret messages? Dear Miss Said, let's not pretend the countdown to this day didn't begin the moment we hired you. As a seasoned newsman, I am disgusted to claim you as a colleague. You lack even a modicum of basic journalistic integrity and your investigative methods are grotesque and unethical. Blah, 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 blah. I have ignored your poorly researched writing for too long. But your article about Treglazov was a new low, even for you. That you would bend truth so plainly in order to defend a man such as him, and to do so without even the slightest regard for the reputation of this August newspaper is beyond the pale. Consider this letter your formal termination. Harold, you coward! You could have talked to me about this man to man! Wanker. Also die Matty, muss ich auch mal sagen, auch wenn sie so ein bisschen Mitleid mit Octavio heuchelt, da hätte ich auch kein Problem, die über die Klinge springen zu lassen bei der ersten sich bietenden Gelegenheit. Wäre wahrscheinlich sogar besser, wenn so Leute ausgeschaltet werden, aber gut. Have I made a compelling argument for metamorphosis? You've been most illuminating.
and you've been a delight. Thank you for entertaining this nostalgic old fool for an evening, Miss Say. Please, call me Matty. And the only fool I see is the shaky-handed barman over there who went stingy on my gin. Time for one more. I think another time. After this flight, I have 2 more, and then another lengthy voyage beyond that. I trust we'll meet again. Perchance in metamorphosis. Good evening. Wait. Vermutlich You've schon. got this pendant thingy. You keep it. Ach, sie hat auch so eine Eulenkamera. Sehr schön. There it is. The key card. Einfach eliminieren, dann kann man doch in Ruhe die Karte klauen. Leaving so soon? Ja, einen Schraubendreher dabei. You'll Mit need Zombies more than funktioniert's that auch. to get out of here. It's all right. They won't come in here. Apparently they're afraid of me. Or what I'll write about them. Would you like a drink? Or would it corrupt your coding? You're a long way from home. I don't have a home. Do you have a soul? Do precals have souls? I used to. Until one night, I went to bed with the devil. Ja, aber nichts, was nicht vorhersehbar war, also hast du auch kein Mitleid verdient. Regretting it. Oder Nachsicht. Oder I Vergebung. did it again the next night, and the night after that, and Genau. every morning I'd look at what I'd written and issue an apology. Genau deshalb hast du auch keinerlei Mitleid oder Nachsicht oder Vergebung oder sonst irgendwas verdient. But that wore me out. Sincerity is exhausting. So I started faking it. As a woman, you learn to fake an apology. As a woman journalist, that's all you end up doing. So what's your story? I'm escaping. Good luck with that. Do I have a chance? Stupider people than you have gotten further in life with less help. Das ist leider wahr. You do have help, right? No. I see. Well, I thought I heard you talking to someone earlier. So Soll what's das your gewesen plan sein? for getting to the surface? Because there's a pair of armoured Prizrak upstairs who like their jobs too much to let some empty-headed twit with a stolen mobile get the better of them. No offence. None taken. Well, I know a way to remove them. No blood, no violence. You won't have to get your hands dirty. You know what a news office calls their archives? They call it the morgue, the place where old news goes to die. But sometimes we'll bring a story back to life. Sometimes we'll raise the dead. Are you willing to summon a ghost or two? Yes. Then let's see which poor souls we're dealing with tonight. Edwin Chung and David Bowen. There are 2 data hubs on either side of Terminus, Atlantic and Pacific. Getting to them won't be easy, but you'll manage. Go, now. I don't understand. What do we do when we get to them? We? Me. Right. Find the Pacific and Atlantic servers. I'll call you when you get there. Gut, damit hat sich ein bisschen Zeit erkauft.
Aber es rechtfertigt trotzdem noch nicht ihr für... Can we trust her? Nein. I'd like to think so. After all, she let me keep the keycard. Or maybe she just forgot I had it. Nee, es liegt einfach daran, dass sie genau weiß, dass du damit it would seem Miss Sade is stewing in a broth of remorse and hard alcohol tonight. Sie genau weiß, dass du mit der Dings allein nicht viel anfangen kannst. However, she does have a solid plan for dispatching those two Persrack at the service elevator. Sie ist halt so eine typische Figur, die jetzt nur ihr hilft, also die jetzt Hope nur hilft, weil sie sich ungerecht behandelt fühlt, weil sie jetzt hier am großen Abend irgendwie nicht mit auf der Bühne steht und so quasi, im übertragenen Sinne. Oder vielleicht auch im wahren Sinne. Wenn der Headmaster sie hier mehr gewürdigt hätte oder so, dann wäre sie immer noch voll hier auf der Nazi-Schiene. Insofern ist das eine Person, ja, man kann jetzt annehmen, dass sie Hope hilft und so, aber das entschuldigt oder verzeiht noch lange nicht all ihre anderen Taten und deswegen würde ich sie trotzdem nicht weniger verantwortlich machen für alles, ja. I'd advise you and the girl to follow Maddie's lead on this. Drive safely. Okay, also wieder komplett zurück auf Anfang, wo wir hergekommen sind. Wenn Ihmchen da sich umdreht, kann ich hier mal weiterlaufen. Da jetzt eine Distraction machen, ist ein bisschen ungünstig, ne? Oh, aber warte mal. Distraction ist jetzt ganz gut. Wir sind aufgestanden. Moment mal, komme ich da durch? Ja, komme ich. Sehr schön. Kann ich mal das Handy aufladen? Okay, also ich glaube tatsächlich, diese Ablenkungsdinger, die ziehen richtig hart Energie. Aber ich habe ja auch noch Batterien dabei. Good idea. My battery was running low. Oh, wenn ich schon mal hier bin. Welcome to my domain. Oh, reicht sogar. See anything? Scramble the Persrack's radio communications. Nehmen wir uns das direkt mit. Ist ja super. Sorry to see you go. Hier sind sogar 2 Zellen. Wir haben ja wohl mit einem größeren Aufkommen an inhaftierungswürdigen Leuten gerechnet, ha? Okay, kann ich noch nicht rausgucken. Hier, das lief ja geschmeidig. Oh, bugger! Do you hear me? Hello to both of you. My name is Matty, and I'll be your tour guide tonight. Are you back at the terminus yet?
Go ahead and choose one of the 2 server wings, Atlantic or Pacific. We'll reconvene when you get there. Gut, dann nehmen wir erstmal Atlantik. Sollte ja wahrscheinlich egal sein. Welchen wir anfangen. Alright kids, you're on the right track. Work your way through there to the server room and mind the Prizrak. They've sworn an oath to protect the terminus, even though they haven't a clue what it is. Why is it so cold in here? Data keeps best when chilled. Ja, deswegen ist es so cold in hier. Okay, eigentlich vielleicht erstmal hier links. Schauen wir da in den Raum. Okay, das ist wieder so ein Security-Ding. Nein. They won't find me in here. Den anderen wollte ich. My pockets are full. Sehr schön. Welcome to my domain. Leaving so soon. Reporting. Okay, aufgeladen ist es. Gut. Okay, unten ist eigentlich nichts weiter, außer dass ich da langlaufen kann. Da geht's noch hoch. Wobei, laufe ich oben rum, oder? Oben sind 2 mit Helm. Sollen wir erstmal hier unten an dem vorbeizukommen. Oben ist natürlich ganz gut, weil ich weiß nicht, ob die von oben mich unten sehen können. Kaufmann. Kevin. Wen haben wir oben? Ren. Patrick. Ist hier oben eigentlich nichts von Interesse, wie es aussieht. Da wieder zurück, dann kann ich hier mal hoch. Was haben wir denn hier? Ach so, eine Kassette. Der hat aber anscheinend keine Rüstung an, den müsste ich ja dann...
wegtasern können, ne? Ich habe da 6 Ladungen, die muss ich mal irgendwie gebrauchen. Place is quiet. Confirm last declination. I'll check his pockets. I got something. Süße Träume. Hey! Süße Träume, habe ich gesagt. Sehr schön. Haben wir den schon mal ausgeschalten? Physicists tell us. So. Oh, da war eine Distraction, das will ich gar nicht. Schnapp ich mir den einfach auch noch. Was soll der Geiz? Warte mal, wo muss ich überhaupt hin? Okay, erstmal da oben noch in den Raum vielleicht. Komme ich da hin? Da geht eine Treppe runter. Ist hier gleich rechts um die Ecke, okay. Schon mal hier bin. Ich hatte ja gehofft, dass die mal was Vernünftiges dabei haben, aber leider nicht. Okay. Man kann nicht nach links scrollen, um ans Ende zu kommen. Das ist auch ein bisschen blöd. Ich hoffe mal, dass da oben keiner die Leiche findet, weil der eine, dem in Rüstung, die laufen ja so random Wege. Keine Ahnung, was passiert, wenn die eine... Also, das ist ja keine Leiche. Wenn sie so einen Betäubten finden. Okay, das ist auch nur ein Security-Raum. Omni 3 habe ich nicht. Okay, was zu verkaufen haben wir auch nicht. Oh, da liegt ein Buch. Dass in einem Security-Raum ein Buch liegt? Ne, eine Kassette. A Zager cassette. Das hatte ich ja auch noch nicht, dass in so einem Security-Raum Sammelkram rumliegt. Okay, also. Das heißt, ich gehe einfach hier hoch und dann auf der anderen Seite. Wieder runter. Das sollte eigentlich passen. Und den da oben kann ich. Was? Achso, da geht's runter, genau, da geht's runter, dann muss ich auf der anderen Seite wieder hoch und dann bin ich am Raum. Oder ich gehe oben rum. Oben rum ist besser, weil den kann ich wegtasern da oben, das ist keiner mit Rüstung. Außerdem läuft der hier so hin und her, den kriege ich vielleicht auch so vermieden. Prisrack! He's got me. Arschloch. So. Den hat jetzt getasert, weil ich zufällig einen Taser in der Hand hatte. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Da liegt irgendwas. Das ist aber ein Buch. I'll be taking this. So, und was haben wir diesmal für ein Buch bekommen?
Strong government is built on strong technology, librarian, but you wouldn't know it to read Shelley's Frankenstein. She shuffles dead men's body parts into one nameless whole and then makes it heroic. We cannot allow celebration of a beast so similar to the internet's anonymous. One teenage culprit is as good as any other. Capture one, and the rest simply find new proxies. Truly, they are the monster made of many parts, but no worry. We will return the world to order. Da das Buch aber sehr, sehr frei interpretiert hat. Na gut, aber dann machen wir an der Stelle mal Schluss und dann geht es beim nächsten Mal hier weiter. Jetzt bin ich ja schon fast durch hier. Ja, also, bis zum nächsten Mal. Ciao.